In diesem Video lernst du deine Bandscheiben verstehen. Wobei Bandscheibe und Scheibe eigentlich ein sehr schlechtes Wort für die Bandscheibe ist. Denn sie ist alles andere als eine Scheibe. Wenn du in ein Anatomiebuch guckst, dann ist es oft so, dass sie separat dargestellt werden. Das stimmt aber überhaupt nicht mit ihrer anatomischen Struktur überein. Bandscheiben sind eher zu betrachten wie Schwämme oder wie eine Gummimasse, die sich jedes Mal anpasst, je nachdem, was du von ihr verlangst. Sie werden größer, kleiner, sie steigen im Durchmesser, werden kleiner im Durchmesser und verändern sich stündlich, minütlich und vor allen Dingen täglich jedes Mal, wenn du eine neue Bewegung oder eine andere Bewegung machst. Unsere Bandscheiben sind straff und mit viel Unterstützung von den umliegenden Strukturen miteinander verbunden. Sie bestehen übrigens aus demselben Material wie deine Ohren und wie deine stärksten Bandstrukturen im Körper. Im Jahr 1934 kam eine Studie raus, die gezeigt hat, dass Bandscheiben sich verformen können. Und seitdem war die Hölle los, kann ich dir sagen. Es wurden unzählige Operationstechniken entwickelt, manuelle Techniken entwickelt und dubioseste Fantasien, wie eine Bandscheibe zu behandeln ist und wie sie sich verhält. Es wurden Eingriffe entwickelt, um die Bandscheibe abzuschneiden, abzutrennen, die Wölbungen zu entfernen, die Bandscheibe komplett zu ersetzen mit plastischen Plastinaten innerhalb der Wirbelsäule. Manualtherapeuten und Physiotherapeuten haben Techniken entwickelt, die Bandscheibe zu verformen, zu ziehen und sie wieder zu zentrieren. All das funktioniert auf eine Art und Weise. Man könnte sich aber auch fragen, wenn es so viele Techniken gibt, um eine Bandscheibe zu behandeln, haben wir die Bandscheiben dann eigentlich schon richtig verstanden? Ich kann dir sagen, all diese Techniken funktionieren. Und ich kann dir sagen, all diese Techniken funktionieren nicht. Denn ich hatte bereits auch schon hunderte von Rückenpatienten, die ich behandelt habe und die ich vor allen Dingen auch manuell behandelt habe. Wir hatten sehr oft Erfolg, sehr oft hatten wir aber auch keinen Erfolg. Und der Schmerz ist wieder aufgetreten oder war nur für eine kurze Zeit weg. Oft ist nämlich nicht nur die Struktur Bandscheibe schuld, sondern wie du bereits weißt, die Komplexität der Schmerzerfahrung ist eben enorm. Oft ist ein Grund schon, wie wir über die Bandscheibe sprechen. Wenn wir Worte benutzen wie gerissen, gequetscht, zerdrückt, ausgewölbt, protrahiert, ein Prolaps und so, das sind alles Worte, die für uns nicht wirklich greifbar sind oder auch sehr, sehr krass wirken. Das heißt, deine visuelle Wahrnehmung wird dementsprechend schon falsch geschult. Man stellt sich vor, die Bandscheibe ist ein trockenes Gebiet, was Risse hat und total kaputt gegangen ist. Aber das stimmt insofern alles nicht wirklich, denn sie hat sehr viel Unterstützung von den umliegenden Strukturen. Oft kamen Patienten zu mir in die Praxis und meinten, Roman, ich habe einen Bandscheibenvorfall, alles ist vorbei, mein Leben ist vorbei, ich kann nichts mehr machen. Und das stimmt aber so nicht. Denn oft ist Unwissen oder eine fehlende Aufklärung des Patienten schuld daran. Deswegen gebe ich dir jetzt ein paar wichtige Fakten, damit du in Zukunft besser Bescheid weißt und mit deinem Therapeuten ein besseres Team bilden kannst. Die äußeren Schichten der Bandscheibe sind mit vielen Gefahrensensoren und Nerven versorgt. Sie geben Alarm, wenn Gefahr droht. Wenn Gefahr droht und eine Verletzung entstanden ist, dann meckert die Bandscheibe oft. Aber die Bandscheibe ist viel schlechter mit Nerven versorgt als die umliegenden Strukturen, die umliegenden Bänder und Muskeln um sie herum. Meist sind diese Strukturen dann mit verletzt und geben eigentlich viel mehr Feedback als die eigentliche Bandscheibe. Die Bandscheiben liegen sehr nah an einer unserer wichtigsten Strukturen, an unserem zweiten Gehirn, nämlich an unserem Rückenmark. Und natürlich müssen die Bandscheiben dann gut versorgt werden, weil so eine wichtige Stelle muss natürlich geschützt werden. Du würdest ja auch nicht an die Position, wo all dein Geld und dein Gold liegt, gar keine Wache hinstellen und da, wo du nichts Wertvolles hast, komplett beschützen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Daher ist es so wichtig, dass Bandscheiben gut versorgt werden und schnell und zeitnah reagieren und meckern dürfen. Eine verletzte Bandscheibe meckert oft nicht sofort. Manchmal tritt der Schmerz erst nach 8 bis 12 Stunden ein. Denn wie vorhin erwähnt, verändert sich eine Bandscheibe ständig. Und im Laufe des Tages verformt sie sich auch ständig, je nach deinem Verhalten. So kann es sein, dass erst sehr, sehr langsam eine Entzündung auftritt oder erst eine langsame Schmerzübermittlung stattfindet. Alternde Bandscheiben sind ganz normal. Sie altern mit
all unseren anderen Geweben zusammen, mit all ihren umliegenden Geweben. Sie stehen in einer engen Beziehung zueinander. Deswegen ist es auch ganz normal, dass unsere Bandscheiben verletzt sind, wenn wir älter sind. Würde man ein Screening über Deutschland machen, dann würden wahrscheinlich 30% der Deutschen einen Bandscheibenvorfall haben und sie wüssten es gar nicht. Somit brauchst du keine Angst haben, wenn auf einem Röntgenbild, MRT-Bild oder CT Abnutzungen zu sehen sind. Denn Abnutzungen heißen nicht gleichzeitig, dass deine Bandscheibe auch Schmerzen macht. Bandscheiben verrutschen nie. Sie rutschen nie raus und sie springen schon gar nicht raus. Das wäre unvorstellbar, denn sie sind fest verwachsen mit den umliegenden Strukturen und mit dem Wirbelkörper drunter und drüber. Es ist also nicht möglich, dass deine Bandscheibe irgendwie rausgesprungen ist. Manchmal schütten sie Chemikalien aus. Die Chemikalien setzen sich in den umliegenden Strukturen fest und nahe dem Hinterwurzelganglion und das kann eine Entzündung hervorrufen, die meist etwas zeitverzögert eintritt. Daher kann es dir so vorkommen, als sei sie rausgesprungen. Aber Bandscheiben verändern sich zu jedem Zeitpunkt, wie Schwämme. Viel Wasser und wenig Wasser in ihnen. Und oft ist es so, dass eine veränderte strukturelle Bandscheibe gar nicht gespürt wird. Denn, wie gerade schon erwähnt, Strukturveränderung heißt nicht gleichzeitig Schmerzen. Bandscheiben heilen langsam und sind immer etwas ausgefranst. Und altersbedingte Veränderungen der Bandscheibe unterscheiden sich nicht von strukturell bedingten Veränderungen deiner Bandscheiben. Das Wichtigste zum Schluss. Bandscheiben, Gelenke, Bänder sind keine sensiblen Strukturen und sie sind nicht sehr verletzungsanfällig. Schau dir mal einen Sportler an. Ein Turner oder ein Gewichtheber. Der Turner, der rumspringt und brutalst auf dem Boden landet oder der Gewichtheber, der Tonnen von Gewichten bewegt. All das macht er ohne Schmerzen. Wären diese Strukturen also so empfindlich, dann wären solche Sportarten zum Beispiel gar nicht möglich. Also hab keine Angst, irgendwas falsch zu machen, denn enorme Kräfte können auf den Körper einwirken, ohne dass dir etwas passiert.